Sowohl die Kunden als auch die Versicherungsunternehmen profitieren von dieser versicherungsfreundlichen Gesetzgebung, dem modernen Steuersystem und dem flexiblen Gesellschaftsrecht. Willkommen zu Liechtenstein Finance Insights. Heute befinden wir uns im Salon des Seminarzentrums Stein-Egerta in Schaan. Ich begrüße Caroline Voigt, die geschäftsführende Präsidentin des Liechtensteinischen Versicherungsverbandes. Caroline ist Rechtsanwältin und seit 2008 Geschäftsführerin. Herzlich willkommen, Caroline. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst, uns einen Einblick in den Versicherungsplatz Liechtenstein zu geben. Hallo Nicole, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich. Danke. Nun ist der Binnenmarkt ja eher klein, grenzüberschreitend. Also das heißt, Versicherungen, die in Liechtenstein beheimatet sind, dürfen auch grenzüberschreitend aktiv werden, Kunden im Ausland betreuen. Liechtenstein ist das einzige Land der Welt, das sowohl in die Schweiz wie auch nach Europa ihre Produkte vertreiben kann. Und dies ist, weil wir das Direktversicherungsabkommen mit der Schweiz haben und auch EWR-Mitglied sind. Du hast das Direktversicherungsabkommen mit der Schweiz erwähnt und die EWR-Mitgliedschaft Liechtensteins. Was heißt denn das jetzt konkret einerseits für die Anbieter, aber andererseits auch für den Kunden? Wenn wir jetzt das Direktversicherungsabkommen mit der Schweiz anschauen, das bedeutet, dass die liechtensteinischen Versicherungen ihre Produkte in die Schweiz vertreiben können und dabei gleich behandelt werden wie ein Schweizer Unternehmen. Sie sind aber von der Aufsicht in Liechtenstein beaufsichtigt und haben keine Doppelaufsicht. Also werden nur durch die liechtensteinische Aufsichtsbehörde beaufsichtigt. Und sie können auch Agenturen und Filialen gründen in Liechtenstein. Und wenn das Gleiche gilt für Europa, dank dem EWR können wir unsere Produkte in ganz Europa vertreiben. Und für die Kunden bedeutet das, dass sie eine größere Auswahl haben an Produkten. Sie sind nicht nur auf ihre nationalen Produkte angewiesen, die Versicherungsunternehmen dort anbieten, sondern sie haben eine enorme Vielfalt und können auch auf Produkte von anderen EWR-Staaten zurückgreifen. Im Zusammenhang mit Versicherungen wird immer wieder das liberale Gesellschafts- und Personenrecht erwähnt. Wieso ist das ein wichtiger Standortfaktor für Versicherungen? Also ganz wichtig ist natürlich die politische und rechtliche Stabilität, die Liechtenstein bietet. Liechtenstein hat ja gerade auch wieder das AAA-Länderrating von Standard & Poor's erhalten, was sehr wichtig ist auch für die Versicherungsunternehmen, weil es zeugt von der Stabilität von Liechtenstein. Auch sagen muss man, dass Liechtenstein eines der höchst industrialisierten Länder der Welt ist. Wir haben mehr als 5000 Unternehmen in Liechtenstein. Somit haben wir einen guten Industriestandort und einen guten Finanzplatz. Und das zeigt auch, dass die Gesetzgebung gut ist für die Unternehmen, um hier tätig zu sein. Stichwort OECD-Mindestbesteuerung. Kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat und was die Bedeutung für den Versicherungsplatz Liechtenstein ist? Liechtenstein hat sich ja schon längst zu den OECD-Standards bekannt und setzt diese auch um. Und somit hat es nun auch den sogenannten Pillar 2 umgesetzt. Dabei geht es um die Mindestbesteuerung von Konzernerträgen in jedem Land. Und damit ist Liechtenstein voll Compliance und was auch ein Vorteil ist für die Unternehmen. Es geht auch um die Rechtssicherheit und auch um eine Wahrnehmung gegen außen. Liechtenstein ist auch Mitglied bei der European Insurance and Occupational Pensions Authority, kurz EIOPA. Was hat es damit auf sich? EIOPA ist Teil des europäischen Finanzaufsichtssystems und EIOPA ist die Aufsichtsbehörde, die europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und für die betriebliche Altersvorsorge. Und dadurch, dass Liechtenstein EWR-Mitglied ist und auch Mitglied ist von EIOPA, setzen wir alle EIOPA-Richtlinien direkt um. Die werden alle umgesetzt und auch die Verordnungen werden direkt übernommen. Somit ist Liechtenstein vollkommen compliant mit der europäischen Gesetzgebung. Wie werden die Versicherungen in Liechtenstein beaufsichtigt? Die liechtensteinischen Versicherungsunternehmen werden von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, kurz EFMA, beaufsichtigt. Die EFMA ist eine international anerkannte Aufsicht und die EFMA ist einerseits dafür zuständig, die Unternehmen zu beaufsichtigen, dass sie die Standards einhalten und die gesetzlichen Vorgaben einhalten, dass sie das Reporting korrekt umsetzen. Zudem sind generell die Wege in Liechtenstein zu den Behörden, zu den Organisationen sehr kurz. Wir haben eine starke Aufsicht und die Zusammenarbeit funktioniert auch gut. Nun eignet sich Liechtenstein auch als Standort für sogenannte Captives. Was sind denn Captives eigentlich?
Ja, Captives sind konzerneigene Versicherungsunternehmen. Es ist so, dass vor allem große Unternehmen oder auch internationale Konzerne einen ganz speziellen eigenen Versicherungsbedarf haben. Dieser Versicherungsbedarf kann nicht immer über den freien Markt abgedeckt werden. Daher eignet es sich, dass man eine sogenannte Captive, eine Eigenversicherung, gründet. Liechtenstein ist ein sehr geeigneter Standort, um eine Eigenversicherung zu gründen, weil die Rahmenbedingungen sehr gut sind dafür. Was macht den Versicherungsplatz Liechtenstein für Captives zu einem besonders guten Standort? Die rechtlichen Rahmenbedingungen eines Unternehmens sind unterschiedlich, ob es sich um ein großes Unternehmen handelt oder um ein kleines. Und so haben sich auch verschiedene Länder auf verschiedene Größen von Unternehmen spezialisiert. In Deutschland zum Beispiel, ein großes Unternehmen hat einen ganz einen anderen Bedarf wie zum Beispiel eine kleine Captive. Und wenn man ein kleines Land hat wie Liechtenstein, das sich auch auf kleine Unternehmen spezialisiert hat, macht es durchaus Sinn, seine Captive in Liechtenstein zu gründen. Es ist wichtig, dass man dabei schaut, dass die Gesetzgebung für die Captive geeignet ist und sich nicht zwingend an dem Land des Mutterkonzerns orientiert. Selbstverständlich gibt es auch andere Länder, die geeignet sind, um eine Captive zu gründen. Aber dann gibt es verschiedene Punkte, wie zum Beispiel die Sprache, das Rechnungswesensystem, ein liberales Steuersystem und eben auch die kurzen Wege, die genau für Liechtenstein sprechen, weil die Rahmenbedingungen optimal sind für eine Captive. Was auch zu erwähnen ist, dass Liechtenstein über ein DBA-Netzwerk verfügt, was von großen Vorteilen ist für einen Konzern, um eine Captive in Liechtenstein zu gründen. Welche Kriterien sind letztendlich ausschlaggebend für die Wahl eines Standortes für Captives? Eben die kurzen Wege, die wir in Liechtenstein haben, der Dialog mit der FMA, die strikte Einhaltung des Proportionalitätsprinzips, aber auch der Zugang zum EWR und zur Schweiz sind alle Standortfaktoren, die es für ein Unternehmen attraktiv machen, hier eine Captive zu gründen. Wie profitieren Kunden und Unternehmen von den versicherungsfreundlichen Rahmenbedingungen in Liechtenstein? Sowohl die Kunden als auch die Versicherungsunternehmen profitieren von dieser versicherungsfreundlichen Gesetzgebung, dem modernen Steuersystem und dem flexiblen Gesellschaftsrecht. Dies alles fördert die Innovationsfähigkeit bei der Produktentwicklung, bietet auch flexible Versicherungslösungen und vor allem bietet es Schutz und Sicherheit für den Kunden. Vielen Dank, Caroline, dass du uns heute den Versicherungsplatz Liechtenstein vorgestellt hast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.